Du willst dir eine Hebebühne anschaffen, weißt aber nicht, worauf du achten sollst. Welche passt zu deinen Autos und deiner Werkstatt? Und wie baust du sie richtig auf? Keine Sorge, wir haben das durchgemacht. Damit du Zeit, Geld und Nerven sparst, teilen wir unsere Erfahrungen mit dir mit. Wir bauen aktuell unser neues Hauptquartier und das Thema Hebebühne hat uns lange beschäftigt. Es gibt verschiedene Arten von Hebebühnen. 1 Säulen, 2 Säulen, Kurva, 4 Säulen und Scherenhebebühne. Wir fokussieren uns in diesem Video auf eine 2-Säulen-Hebebühne, weil das die gängigste ist. In unserem Fall haben wir eine barrierefreie Hebebühne von Thrusters. Auf die Vorteile gehen wir noch ein. Bevor ihr überhaupt mit der Suche beginnt, prüft die Gegebenheiten vor Ort. Erster Punkt, Deckenhöhe. In den meisten Fällen sind die Automobile 1,5 Meter hoch. Dann habt ihr eine Huphöhe bei den meisten Hebebühnen von 2 Metern plus einen halben Meter Sicherheitsabstand von der Decke. Ergibt also 4 Meter. Also ist 4 Meter die Mindestdeckenhöhe, die ihr im Optimalfall haben solltet. SUVs und Transporter müssen gesondert betrachtet werden. Wir gehen von normalen PKWs aus. Entsprechend eurer Automobile solltet ihr die Bühne mit der passenden Tragfähigkeit wählen. Im zweiten Punkt geht es um den Boden, auf dem die Bühne später stehen wird. Ihr solltet die Mindestdicke und die Betongüte, die der Hersteller vorgibt, einhalten. Achtet ebenfalls darauf, dass es keine Unebenheiten oder Höhenunterschiede im Bereich der Bühne gibt. Hierzu gibt jeder Hersteller seine Toleranzen vor. Um sicherzugehen, dass eure Betonplatte die ausreichende Dicke hat, empfehlen wir euch trotzdem eine Probebohrung zu machen. Beim Bohren gibt es noch einiges zu beachten, worauf wir später eingehen. Falls eure Bodenplatte zu dünn ist, gibt es Verstärkungsbügel, mit denen ihr die Bühne trotzdem aufstellen könnt. In diesem Fall solltet ihr aber mit dem Hersteller Rücksprache halten. Drittens, Stromversorgung vor Ort. 400 Volt oder 230. Wir haben 400 Volt gewählt, zu den Gründen später. Wenn diese 3 Punkte geklärt sind, könnt ihr euch Gedanken über die Position machen. Idealerweise platziert ihr das Automobil dort, wo die Hebebühne aufgestellt werden soll, damit die Kurve für genug Arbeitsplatz sorgt. Als kleiner Tipp, in der Regel steht die Säule zwischen Spiegel und Lenkrad. Für uns stand von vornherein fest, dass wir eine barrierefreie Hebebühne wählen. Das bedeutet, ihr habt keine Überfahrschwelle, die euch das Rangieren erschwert. Zudem haben wir nur eine Deckenhöhe von 3,5 Metern. Aufgrund dessen gibt es wenige Hersteller, die eine barrierefreie Hebebühne liefern, bei denen ihr keine großen Anpassungen machen müsst. Konkret bedeutet es, bei einer hydraulischen 2-Säulen-Hebebühne braucht ihr kürzere Seile oder ihr müsst sie mit Hülsen anpassen. Unabhängig davon müsst ihr die massiven Stahlseilführungen, die bei einer hydraulischen Bühne oben herumlaufen, kürzen, um die Gesamthöhe der Bühne an die Deckenhöhe von 3,5 Metern anzupassen. Beides ist mit erheblichem Mehraufwand verbunden und es kann einiges schiefgehen. Aus diesen Gründen war uns von vornherein klar, dass wir keine hydraulische Hebebühne nehmen, sondern eine Spindelhebebühne. Eine Spindelhebebühne verwendet im Gegensatz zu einer hydraulischen keine Stahlseile, sondern 2 Spindeln, die mit 2 Elektromotoren angetrieben werden. Somit könnt ihr eine Spindelhebebühne eurer Location besser anpassen, indem ihr einfach die Kabelführung mit einfachen Mitteln kürzt. Was sind weitere Vorteile einer Spindelbühne gegenüber einer hydraulischen? Die stufenlose Höheneinstellung dank der Spindel ermöglicht euch komfortables und vor allem präzises Arbeiten. Beispielsweise, wenn ihr eine Vorderachse oder Hinterachse samt Antriebsstrang, Motor, Getriebe, auch eine Palette absenken wollt. Bei längeren Arbeiten solltet ihr bei einer hydraulischen Hebebühne diese auf Sicherungsbolzen auf jeden Fall ablassen für eure Sicherheit und um die Hydraulik zu schonen. Bei einer hydraulischen Hebebühne habt ihr Sicherungsbolzen, der in vorgegebenen Abständen beim Hochfahren verriegelt. Ihr kennt das sicherlich durch dieses gewisse Klackern, wenn das Teil hochfährt. Da rastet nämlich der Sicherungsbolzen genau in diese Position dann rein. Somit habt ihr vorgegebene Bereiche, in denen das Automobil gesichert ist. Bei einer Spindelhebebühne gibt es eine zweite Mutter als stufenlose Sicherung, die permanent auf dem Gewinde der Spindel mitläuft. Um den Verschleiß der Tragmutter zu verringern und die Lebensdauer zu erweitern, muss die Spindel regelmäßig eingeölt werden. Ihr kennt das sicher, wenn man sagt, eine Spindelbühne hat mehr Wartungsaufwand. Bei unserer Thrusters Hebebühne passiert das Ganze vollautomatisch. Ihr habt einen Ölbehälter, der automatisch über einen Docht die Spindel permanent beim Hoch- und Runterfahren dauerhaft schmiert. Weitere Gründe für die ELVT 2300 sind die massiven, aber zugleich schmalen Säulen, welche auch um 30 Grad gedreht sind, wodurch ihr die Tür weit aufbekommt und es euch ein komfortables Ein- und Aussteigen ermöglicht. Vorausgesetzt, ihr habt keinen Rennwagen mit Käfig. Achtet auf, vor allem bei sportlichen Fahrzeugen, auf eine tiefe Unterschwenkhöhe. Hier ist Thruster sehr tief mit 85 mm. Genug der Theorie, wie sind wir beim Aufbau vorgegangen? Im ersten Schritt müssen die Säulen aufgerichtet werden. Hierzu benötigt ihr ausreichend Hubraum und Drehmoment, nicht wie Rucksack. Lieber organisiert euch noch ein paar Kameraden, die euch dabei helfen. Die Säulen haben wir zuerst auf Paletten abgelegt, die uns das Aufrichten erleichtern. Bevor ihr das aber macht,
klärt ab, ob eure Säule frei stehen kann. Unsere konnte es zum Glück. Als nächstes müssen die Säulen ausgerichtet werden. Hierzu haben wir jeweils eine Latte an die Säule angelegt und diese mit Lasern in der Breite und in der Parallelität zueinander ausgerichtet. Anschließend hat Roussak mit Ostblock Engineering Bleche angefertigt, um unsere Unebenheiten vom Boden auszugleichen. Wir haben neue Kameraden gemacht und zwar... Hierfür gibt es auch fertige Lösungen von Herstellern, die uns aber kurwa nicht überzeugt haben. Als nächstes markiert ihr die Säulenposition auf eurem Boden, damit ihr mit den Bohrungen beginnen könnt. Dabei könnt ihr die Bodenplatte als Schablone benutzen. Achtet nur darauf, dass beim Bohren sich die Säule nicht verdreht. Wählt das passende Maß von Anker, Unterlegscheibe und Mutter. Entsprechend dazu müsst ihr die Bohrlochtiefe beachten. Wir haben uns für robuste M20 Anker entschieden. Die gängigen Arten von Ankern sind Spreizanker, die sich im Boden verspreizen und somit befestigen, oder Klebeankern, die aus zwei Komponenten meistens bestehen und sich in der Bohrung verkleben. Diese gibt es als fertige Glaspatrone oder zum selber anmischen aus zwei Komponenten. Letzteres war uns zu aufwendig. Solltet ihr eine dünne Fundamentplatte haben, achtet darauf, beim letzten Zentimeter ohne Schlag zu bohren. Andernfalls könntet ihr euer Fundament durchschlagen. Verwendet am besten hierzu anständige Schlagbohrer, kein Spielzeug. Beim Bohren der Löcher verwendet am besten anstelle von so einer Huignac mindestens 4-schneidigen Bohrer. Ihr habt bessere Führung, weniger Vibrationen und längere Lebensdauer des Bohrers. In unserem Fall haben wir in 4 der Löcher die Armierung der Betonplatte getroffen. Hierzu gibt es extra spezielle Armierungsbohrer. Gewöhnliche Bohrer würden dabei stumpf werden. Wir empfehlen nicht nur das Ausblasen mit Druckluft, sondern das Aussaugen bis zur maximalen Tiefe des Bohrlochs. Vorher das Bohrloch mit einer Bürste ausborsten, dann bekommt ihr alle Unreinigungen aus dem Bohrloch heraus. Jetzt setzt ihr die Klebepatrone in die Bohrung, dabei aufpassen, dass diese nicht aufplatzt. Anschließend wird der Anker reingesetzt. Am besten macht ihr vorher eine Markierung, wie tief dieser eingetrieben werden soll. Nach ausreichender Durchtrocknung des Klebers die Muttern mit vorgegebenem Drehmoment anziehen. Wir haben abschließend auch noch solche Kappen drauf gemacht. Sieht nicht nur cool aus, schützt das Gewinde und euch auch. Zum Schluss müsst ihr die Hebebühnenarme einsetzen, zuvor die Kontaktflächen gut einfetten, vorm ersten Betrieb auch die komplette Spindel mit einem Pinsel einölen und nicht vergessen, den Ölbehälter mit Öl zu befüllen. Jetzt müsst ihr noch die Kabelführung zu eurer Decke anpassen. Hier macht ihr am besten einen Schlitz ins Rohr und benutzt eine Schelle, mit der ihr dann stufenlos die Höhe einstellen könnt. Dank Anleitung gestaltet sich die Verkabelung recht einfach. Palak hat das selber gemacht, aber für wen diese Schaltpläne nur Hieroglyphen enthalten, fragt einen erfahrenen Elektrofachkamerad, der euch dabei unterstützt. Die Thrusters-Bühne wird mit 400 Volt angetrieben. Warum haben wir uns für 400 Volt entschieden? Höhere Leistung und schnelleres Heben und Senken, längere Lebensdauer und geringeren Verschleiß der Motoren, sanftes Anlaufen und ruhiger Lauf der Hebebühne. Und schon kurva könnt ihr loslegen. Also, wenn ihr auf der Suche nach einer Hebebühne seid, dann seht mal bei Thrusters genauer hin. Ihr habt optisch nicht nur eine attraktive Bühne, sondern echtes Made in Germany. Das garantiert euch problemlose Wartung und Ersatzteileversorgung. Passend zum Look der Hebebühne gibt es auch eine Montier- und eine Bohrmaschine. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Falls bei unseren Erfahrungen was fehlt, schreibt unten ins Kommentar, gell? Bis dann!